Hallo, liebe Häkelfreunde! Für dieses herrliche und zugleich sehr einfach zu häkelnde Strukturmuster starten wir mit einer Schlaufe. Dann machen wir eine Luftmaschenkette. Die Anzahl der Maschen muss für dieses Muster gerade sein. Wenn wir mit unserer Luftmaschenkette fertig sind, machen wir eine Wendeluftmasche und drehen die Kette um. Hier seht ihr die hinteren Schlaufen der Maschen. Ich zeige es euch mit der Nadel. Hier, hier, hier. In diese Schlaufen häkeln wir unsere erste Reihe. Wir nehmen einen Umschlag auf die Nadel, stechen in die Schlaufe ein und holen den Faden durch. Jetzt haben wir 3 Schlaufen auf der Nadel. Wir holen den Faden und ziehen diesen durch alle 3 Schlaufen durch. Das ist ein halbes Stäbchen. Wir stechen in die nächste Schlaufe ein, holen den Faden durch und ziehen diesen direkt weiter durch die Schlaufe auf der Nadel. Das ist eine Kettmasche. Dann kommt wieder ein halbes Stäbchen. Und dann wieder eine Kettmasche. Wir häkeln diese beiden Maschen immer im Wechsel bis ans Ende der Reihe. Mein letztes Video mit dem rosafarbenen Oversize-Pulli ist bei euch gut angekommen. Das freut mich sehr. Wenn euch auch dieses Video gefällt, dann gebt ihm einen Daumen nach oben und lasst gerne einen Kommentar da. Um die neuen Videos nicht zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Am Ende der Reihe angekommen ist es genau das gleiche. Erst ein halbes Stäbchen und als letzte Masche eine Kettmasche. So sieht das nach einer Reihe aus. Viel kann man noch nicht erkennen, kommt aber noch. Wir machen eine Wendeluftmasche und drehen das Häkelstück. Auf dieser Seite kann man schon die ersten Riegelchen sehen, die dem Muster die Struktur verleihen. Und dann geht es los mit einem halben Stäbchen, wie in der ersten Reihe. Dann kommt eine Kettmasche. Nur häkeln wir ab hier nicht mehr in die hinteren Schlaufen dieser Luftmaschenreihe, sondern in beide Schlaufen der Maschen der Vorreihe. Und wie in der ersten Reihe häkeln wir halbe Stäbchen und Kettmaschen im Wechsel. Ihr häkelt halbe Stäbchen in die Kettmaschen der Vorreihe und Kettmaschen in die halben Stäbchen der Vorreihe. Wenn ihr euer Häkelstück unerwartet weglegen müsst und anschließend nicht mehr wisst, welche Masche als nächstes kommt, seht ihr das an der kommenden Masche der Vorreihe. Das zum Beispiel ist eine Kettmasche der Vorreihe. Bei dieser hier ist ein Riegelchen vor den Schlaufen. Das ist ein halbes Stäbchen der Vorreihe. Hier kommt in diese Reihe eine Kettmasche hinein. Und hier, wo kein Riegelchen ist, kommt ein halbes Stäbchen hinein. So könnt ihr euch gut orientieren. Ich bin am Ende der zweiten Reihe angekommen. Und auch hier schließe ich mit einer Kettmasche ab. So sieht das nach 2 Reihen aus. Wir machen eine Wendeluftmasche und drehen das Häkelstück.
Hier sieht man die Struktur schon etwas besser. Seht ihr? Und jetzt häkeln wir wie zuvor ein halbes Stäbchen, eine Kettmasche, ein halbes Stäbchen, eine Kettmasche und so weiter. Immer im Wechsel. Das machen wir so lange, wie wir das möchten. Es ist nur eine Musterreihe, die immer wiederholt wird. Das ist super einfach und daher sehr gut für Anfänger geeignet. Ich habe natürlich ein paar Reihen weiter gehäkelt und so sieht es aus. Ich finde das Muster einfach wunderbar. Was sagt ihr dazu? Durch die Struktur hat es Höhen und Tiefen und wirkt dadurch sehr plastisch. Ihr könnt es waagrecht verwenden, aber auch senkrecht. Und es ist beidseitig nutzbar. Könnt ihr die Struktur so etwas besser sehen? Schaut mal, wie toll das aussieht. Schade, dass ihr das nicht direkt fühlen könnt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Mustervideo gefallen und dass ihr beim nächsten Video wieder vorbeischaut. Vergesst nicht das Abonnieren und Liken. Bis bald!